This is PassioMed Radio. It's about your passion to be a medical doctor. Listen to successful stories and finally start your own way to become whatever you want. It's your life. It's your passion. This is the PassioMed Radio Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PassioMed Radio, dem Nummer 1 Erfolgspodcast für Mediziner. Ich habe heute einen neuen Gast und zugleich Experten bei mir, und zwar ist es der Dr. Jens Damas. Hallo Jens, willkommen bei mir im Podcast. Hallo Michael, freut mich, dass ich da bin. Jens, ich danke dir, dass du da bist, weil du jetzt für das Thema Recht und Ärzte oder alles, was den Arzt rund um das Thema Recht, auch mit Selbstständigkeit beschäftigt, für uns als Ansprechpartner bist, für mich, für meinen Hörer. Jetzt würde ich einfach so als kleines Intro dich mal bitten, Jens, stell dich doch einfach mal selbst ganz kurz so in 1-2 Sätzen vor. Wer bist du? Und da wir uns ja Voice over IP ganz digital unterhalten, wo findet man denn dich eigentlich? Ja, ich bin Anwalt, habe meinen Dienstsitz, sozusagen mein Hauptbüro in Berlin, bin aber in ganz Deutschland unterwegs mit einer umfassenden rechtlichen Beratung für Ärzte. Und das mache ich seit 13 Jahren. Ich bin da so ein bisschen familiär vorbelastet. Mein Vater ist selbst Arzt, von daher hat mich das schon von vornherein immer interessiert, welche Rahmenbedingungen es gibt, wenn man als Arzt in Deutschland tätig sein will. Und für mich ist heutzutage eben die Beratung etwas, was klar mit persönlichem Eindruck, mit Vertrauen auch zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass man das zwingend immer durch eine Face-to-Face-Beziehung machen muss. Also ich arbeite da auch viel mit telefonischer Beratung, mit E-Mail, mit Videokonferenzen und immer, wenn es wichtig ist, natürlich auch, gerade wenn man mal schwierigere Verhandlungen hat im Rahmen von Praxisabgaben oder sowas oder Auseinandersetzungen mit anderen Partnern einer Praxis, natürlich dann immer auch persönlich. Du bist auch seit dieser Zeit spezialisiert dann auf den Medizinbereich, weil das kommen wir in der zukünftigen Podcast-Folge nochmal drauf, auch gleich eigentlich in der nächsten Podcast-Folge drauf, aber jetzt vielleicht nochmal auch für die Hörer zu wissen, du bist jetzt, ich sag nicht der allgemeine Jurist sozusagen für alle Themen, weil ich glaube, da ist in der deutschen Rechtsprechung, ich glaube, dann könnte man mit 18 anfangen zu studieren, dann würde mit 99 Jahren wahrscheinlich erst aufhören, sondern du hast auch die Spezialisierung auf die Ärzte. Ja, also ich bin ein absoluter Befürworter von einer ganz, ganz klaren Spezialisierung, weil bei der Komplexität der Fragestellung ich überzeugt bin, dass man heute nur eine anspruchsvolle Beratung zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis bringen kann, wenn man sich spitz auf bestimmte Fragestellungen konzentriert und auch sonst nichts wesentlich anderes macht. Denn allein, was es an neuen Rechtsprechungsdingen gibt, an Reformen im Gesundheitswesen, das alles mitzuverfolgen, auf dem Plan zu haben, ist ein ziemlicher Aufwand. Und wer da nicht wirklich ganz klar darauf spezialisiert ist, der wird das nicht hinkriegen. Und für mich ist die Professionalität ganz entscheidend, zumal ja auch heutzutage der Kunde, der Arzt ganz anders beurteilen kann, wie gut jemand ist. Ne? Vor 30 Jahren, wie wollte man da beurteilen, ob sich jemand auskennt oder nicht? Aber heute mit Dr. Google hat man einen guten Eindruck davon und deswegen glaube ich, ist es auch ganz entscheidend, dass man eben auch viel Präsenzwissen hat, also nicht vielleicht vor 30 Jahren noch sagen konnte, weiß ich jetzt nicht, ich gucke das mal nach, ich arbeite mich ein. Ich glaube, das wird heute kein Arzt gerne von seinem Anwalt hören. Also die Ärzte selber kennen es ja auch. Es gibt ja auch verschiedenste Facharztrichtungen. Also da ist die Analogie ja ähnlich, einfach von der Komplexität des Themas her, dass da auch Spezialisierungen in allen Bereichen vorzufinden sind. Jetzt ist es so, wenn man dich jetzt suchen würde, zum Beispiel jetzt über LinkedIn oder Xing, sieht man ja auch, du bist in der oder als Kanzlei über die ETL formiert. Stell uns doch vielleicht mal ganz kurz so deine Kanzlei vor. Ja, also die ETL ist eine Beratergruppe, die größte in deutscher Trägerschaft, groß, also vor allen Dingen von der Anzahl der Standorten. Denn ein großer Unterschied zu den, Großkanzleien oder solchen Namen wie KPMG, PwC, die man kennt, ist, dass große Kanzleien typischerweise
Großmandate im Augenblick haben. Ja, Siemens, Mercedes, auch ausländische Industrieunternehmen. Die Stärke der ETL-Gruppe ist, dass wir zwar auch einen hohen Gesamtumsatz haben, aber eben aus vielen kleinen, insbesondere freiberuflichen Mandaten. Das heißt, es ist eine andere Zielrichtung. Die großen Kanzleien haben typischerweise eher wenige, sehr große Mandate und wir haben viele Freiberufler und sind auch auf diese freiberuflichen Mandanten ganz klar fokussiert. Da fängt sich auch wieder so das Thema der Fokussierung, wie du es jetzt ausgedrückt hast, oder auch diese Fachbezogenheit natürlich wieder auf. Und mit den Freiberuflern sind wir ganz klar wieder, und das ist ja das Schöne, einfach genau bei meinem Hörer, bei meinen Hörern, natürlich auch wieder bei den Ärzten angekommen. Ja, Jens, ich würde gar nicht jetzt viel drumherum noch reden. Lieber Hörer, du findest die Kontaktdaten zu Jens bei mir natürlich wieder in den Shownotes. Es wird auch auf der Internetseite www.passiomed.de dann einen Partnerlink geben, wo du nochmal Jens sehen kannst und auch eine Verlinkung zu deinem Profil beziehungsweise zu deiner Website, Jens, natürlich auch vorhanden ist. Dass, wenn es individuelle Fragen gibt, das haben wir uns ja vorweg abgestimmt, natürlich du auch jederzeit gerne zur Verfügung stehst. Und ich freue mich jetzt einfach, mit dir in die Podcast-Folgen rund um die Rechtsthemen zu gehen und würde einfach für heute mich bei dir verabschieden und schicke viele Grüße zu dir nach Berlin. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dir hat dieser Podcast gefallen? Schreibe mir doch bitte eine kurze Bewertung auf iTunes und abonniere die Show. Danke bereits dafür. Jedes Feedback ist willkommen und wird von mir genutzt, diesen Podcast noch stärker zu machen. Du suchst mehr Informationen? Besuche www.passiomed.de oder schreib mir gerne eine Nachricht an podcast@passiomed.de. Alles findest du natürlich noch einmal in den Shownotes. This is PassioMed Radio. It's about your passion to be a medical doctor. Listen to successful stories and finally start your own way to become whatever you want. It's your life. It's your passion. This is the PassioMed Radio Podcast.